Nachforderungen drohen. Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist und diese nicht pünktlich einreicht, wird zusätzlich zur Kasse gebeten. Vielleicht hat der eine oder andere von euch das bereits selbst zu spüren bekommen. Ich nenne das die Rentenfalle. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Jutta Martin. Ich bin selbst Rentnerin und ich berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Bevor ich zum Inhalt des heutigen Videos komme, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr euch unter diesem Video hier einen kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste ebenfalls gratis, speziell für Rentner, sichern könnt. Pünktlichkeit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Viele kennen diesen Spruch aus dem Volksmund. Wer nach diesem Sprichwort hinsichtlich der Abgabe der Steuererklärung handelt, wird richtig zur Kasse gebeten. Das betrifft nicht nur die Rentner, sondern alle Steuerpflichtigen. Es gibt da den Verspätungszuschlag, den Säumniszuschlag und Strafzinsen. Ein Verspätungszuschlag von mindestens 25 € wird für jeden angefangenen Monat, der über den Ablauf der Abgabefrist hinausgeht, inzwischen automatisch von den Finanzämtern berechnet. Der Säumniszuschlag wird fällig, wenn eine festgesetzte Steuer nicht pünktlich zur Fälligkeit bezahlt ist. Das betrifft eine festgesetzte Jahressteuer, aber auch die vierteljährlichen Steuervorauszahlungen. Unter bestimmten Voraussetzungen zahlt das Finanzamt zusätzlich zu einer Steuererstattung Zinsen, auch Erstattungszinsen genannt. Es kann aber auch vorkommen, dass der Steuerpflichtige umgekehrt an das Finanzamt zahlen muss. Und das ist gar nicht so selten. Diese Zinsen wurden bisher mit 0,5% pro Monat bzw. 6% pro Jahr festgesetzt und über viele Jahre nicht mehr angepasst. Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass diese Verzinsung verfassungswidrig ist, und zwar zumindest für Verzinsungszeiträume ab 01.01.2014. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht auch entschieden, dass das bisherige Recht für Verzinsung der Jahre 2014 bis 2018 weiter anwendbar ist. Das bedeutet, dass der Gesetzgeber für diesen Zeitraum nicht rückwirkend eine verfassungsgemäße Regelung schaffen muss. Deshalb wurde die Bundesregierung aufgefordert, bis 31. Juli 2022 eine Lösung zu finden. Das hat sie nun getan und das Finanzamt senkt nun rückwirkend die Zinsen zum 01.01.2019. Was bedeutet das nun genau? Das Bundesverfassungsgericht hatte geurteilt, dass die Zinsen auf Steuernachzahlungen, aber auch auf Steuererstattungen zu hoch und nicht mehr zeitgemäß sind. Der Zinssatz, der muss sich nämlich am Kapitalmarkt orientieren. Da wir seit vielen Jahren sehr niedrige Zinsen am Kapitalmarkt haben, ist der bisherige Zinssatz von 6% pro Jahr völlig überzogen. Nach Ansicht der Richter verletzt diese realitätsferne Bemessung des Zinssatzes den allgemeinen Gleichsatz nach Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Deshalb wird dieser Zinssatz für Steuernachzahlungen und Steuererstattungen rückwirkend korrigiert. Tausende Steuerbescheide müssen nun angepasst werden. Nach dem aktuellen Gesetzesentwurf dürfen nicht mehr diese 0,5% pro Monat oder 6% pro Jahr angesetzt werden. Stattdessen sind es jetzt nur noch 0,15% pro Monat oder 1,8% pro Jahr, die angesetzt werden dürfen. Bei den neuen Steuerbescheiden wurden keine Zinsen mehr festgesetzt. Drohen jetzt Nachforderungen? Ganz klar ja. Für alle Steuerbescheide, bei denen keine Zinsen mehr festgesetzt wurden, holen die Finanzämter das nach, wenn das Gesetz verabschiedet ist. Für Steuerhinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen und Stundungszinsen bleibt es bei den 6% pro Jahr. Das wurde vom Bundesverfassungsgericht nicht beanstandet.
Meine Bitte an die Rentner, die bisher keine Steuererklärung eingereicht haben. Bitte prüft selbst oder lasst prüfen, ob eine Steuer auf die Rente fällig wird oder nicht. Es ist auf jeden Fall ärgerlich, dass die Renten besteuert werden. Leider ist das eben so. Wenn auf die Rente eine Steuer anfällt, dann tut das schon weh im Geldbeutel. Es tut aber noch mehr weh, wenn zusätzlich Verspätungszuschläge und Strafzinsen fällig werden. Ja, und das muss nicht sein, dass der Staat auch noch zusätzlich abzockt. Und wer völlig untätig ist, kann mit einer Steuerschätzung durch das Finanzamt rechnen. Eine Steuerschätzung ist immer mit finanziellen Nachteilen verbunden. Viele Rentner ignorieren das leider oder verdrängen diese Tatsache einfach und tun so, als ginge es sie überhaupt nichts an. Sie sind einfach zu leichtfertig. Ja, liebe Zuschauer, das waren meine wichtigen Informationen für euch und ich halte euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Jutta Martin.